Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin der Zwilling von Lisa. Sieht man, ja, offensichtlich. What the fuck? Spaß beiseite. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Parfümunterhaltung. Heute haben wir ein ganz besonderes Video für euch mit dabei. Es geht um Dupes. Was hat Parfum mit Dupes zu tun? Rein gar nichts, denn bei uns gibt es immer nur das Original. Wir haben uns aber dennoch gedacht, hey, alle reden von Dupes, Duftzwillingen, die ach so toll sind, wo man für ganz, ganz kleines Geld im Grunde einen Duft bekommt wie das Original oder sogar noch besser. Und das schauen wir uns heute mal ganz genau an, würde ich mal sagen. Oh ja, Funny Fact. Ja, Funny Fact. Was für ein Funny Fact? Du willst Ich wollte mit dem Finger was zeigen. Ja, was mach für ein mal. Funny Fact? Mach und ich sag dann. So, ich habe mich richtig kriminell gefühlt, als ich die eingekauft habe. Aber dranbleiben lohnt sich. Es ist hier keine Dauerwerbesendung, es gibt aber was zu gewinnen. Sie. Wir haben Düfte von wem gekauft? Das sagt man nicht. Ja, das sagt man nicht, aber von einem sehr, sehr großen, bekannten Duftzwilling-Dupe-Hersteller. So ist es. Wir haben insgesamt 7 Düfte dort gekauft. Wie gesagt, Lisa hat sich kriminell gefühlt, hat sie ja schon erzählt. Und natürlich waren es Düfte von sehr bekannten Originalen, beziehungsweise Duftzwillinge, die angeblich viel, viel besser sind als das Original oder gleich gut und natürlich zu einem deutlich günstigeren Preis. Wir haben die Parfums de Marlis, Xerjoffs und Initius dieser Welt mit dabei und deswegen starten wir jetzt mal mit dem allerersten Duft, oder? Genau, wir starten mit dem allerersten Duft. Nebenher philosophieren wir so ein bisschen über Luxus- und Nischendüfte, was sie dann so besonders macht. Wir fangen mit Delina von Parfüms de Marly an. Du hast das Original, ich habe das Dupe. Schauen wir doch mal, was die können. Ich weiß nicht, was ich als erstes riechen möchte. Lieber Dupe oder lieber Original? Lass uns das doch mal im Wechsel machen. Ne? Weil das ist ja schon jetzt so intensiv. Okay. Also ich muss dazu sagen, Ich hab's Dupe. wir haben noch nie an Dupes gerochen. Das ist richtig. Noch nie. Also deswegen, ich bin mega gespannt. Kleiner Disclaimer am Rande. Es ist ganz üblich in der Duftindustrie, dass sich verschiedene Marken an sehr erfolgreichen Düften von anderen Marken orientieren. Und deshalb ist es ja auch nicht verwunderlich, dass man jetzt beispielsweise Ähnlichkeiten riecht zwischen einem Erba Puro und einem Kirke oder einem Creed Aventus und einem Royal Vintage. Das ist alles schön und gut und das hat auch irgendwo seine Daseinsberechtigung. Ich finde, es ist auch immer so ein bisschen eine Hommage an den oder die Erste. Dass man einfach sagt, hey, das ist ein wahnsinnig schöner Duft, der gefällt uns gut, wir möchten den jetzt aber ein bisschen anders machen. Bei Dupes ist das natürlich ein anderes Thema. Ich glaube, wir sind uns hier einig, dass kein Dupe jemals verkauft werden würde, wenn man natürlich nicht ganz offensichtlich eine Verbindung zu dem Original herstellen würde, sei es durch den Namen oder durch den Flakon. Da gibt es ja ein paar Möglichkeiten. Wir waren aber auf jeden Fall in so einer Hinterhofs-Parfümerie, sind wir dran vorbeigelaufen. Da war von Xerjoff ein Duft, der original aussah. Und wie hieß der? Xergolf. Genau. Also Flakon 1:1, auch das typische X in der Typo von Xerjoff gehalten, aber natürlich ganz groß stand da noch drauf Xergolf. Es ist so witzig. Ja. Das erinnert mich an meine Zeiten früher. Ich wollte unbedingt einen Eastpack-Rucksack und habe dann einen East-Cap-Rucksack bekommen. Habe mich gefühlt wie der größte Horst. Ja gut, deine Eltern wussten es nicht besser. Ich habe mir den selber rausgesucht, als ich im Urlaub war. Ja, Du kannst gleich mal gehen, ja? Bei uns kommt nur das Original in die Tüte. Komm, geh mal. Ich bin original. So, Ich habe jetzt zu lange gebraucht. Ja, zurück zu Delina. Können wir bitte riechen jetzt? Also, Lisa hat das Original Delina und ich habe den Dupe. Grammatikalisch schwierig. Fruchtig. Ja, fruchtig. Litchi, blumig schon. Delina halt. Also ja, auch fruchtig, auch blumig. Ich würde sagen, eine sehr aggressive Litchi, die mich irgendwie versucht anzugreifen. So ungefähr. Ich meine, klar, ich habe das Original auch gut in der Nase, aber ich muss gleich sagen, sehr aufdringlich, sehr synthetisch, sehr in your face. Endlich. Einfach keine schöne, tiefe Duftkomposition in der Hinsicht. Der ist sehr viel blatter. Der ist nicht so rund, Ja, der jetzt ist kommt nicht der so Delina. vollmundig. Der Delina ist ja schon voluminös im ersten Riechen. Das fehlt dem. Der geht in so eine ähnliche Richtung, aber sehr im besten glatt. Fall. Also während der Delina so eine Entwicklung hat, ist der so ganz glatt. Die Rose, das Maiglöckchen, das kommt im Delina einfach viel, viel besser rüber. Also vor allem so diese schönen, blumigen Noten. Ja, also wir haben ein bisschen in dem Dupe was fruchtig, Süßes, was leicht Blumiges mit drin, aber vom Volumen ist es einfach nicht vergleichbar mit dem, was da passiert in der Entwicklung. Nein, das ist für mich auch einfach keine Handwerkskunst. Eine Sache ist klar, wenn wir über Luxus- und Nischendüfte sprechen,
dann sprechen wir auch tatsächlich über ein Kunstwerk. Ne? Also wir reden über einen Parfümeur, der über zig Iterationen hinweg sich zu einem Duft Gedanken gemacht hat und immer wieder dran geschliffen hat. Und die perfekte Duftentwicklung versucht zu komponieren. So, das wäre mein erstes Feedback. Eine gewisse Ähnlichkeit beim ersten Riechen, ja, aber Komplexität bei weitem nicht vorhanden. Auch die verschiedenen Duftnoten werden dann nicht so schön Ich habe transportiert. das aufgeschnüffelt. Der riecht nichts mehr. Ja, der ist jetzt tot. Der ist überall hier jetzt. Ja, ich rieche jetzt vor allem noch diese Lychee mit Aggressionsproblem. Okay, komm. Schau mal, ob der Erba Pura auch Aggressionsprobleme hat. Tendenziell ja, weil Ja, das ist schon mal. ein krasser Also, Duft. ich muss hier kurz spickeln. Was ist das Dupe? Das ist das hier, okay? Spülen wir jetzt mal auf. Also Erba Pura von Sedjoff. Was ist für dich typisch für Erba Pura? Also Erba Pura für mich, du hast so ein ganz tiefes, saftiges Fruchtbouquet mit einem schönen Moschus, mit einer gewissen Frische. Wenn du daran riechst, wie wenn du so die Früchte nehmen würdest und die sind perfekt reif und dann würdest du die so auspressen, dann hast du diesen super leckeren Saft. Das ist für mich Erba Pura. Ja, so wie Alex beschrieben hat, würde ich jetzt mal sagen. Danke. Habe ich gut gemacht. Fruchtig, definitiv. Mir fehlt auf jeden Fall sofort der Moschus, der fehlt. Die Früchte sind für mich nicht wirklich definierbar. Ja, sehr undefinierbar, aber natürlich fruchtig. Das Volumen fehlt, aber fruchtig, süß auf jeden Fall. Das ist gar kein Vergleich. Also Freunde, jetzt mal Butter bei die Fische. Wir werden jetzt nicht diesen Dupe-Anbieter nennen. Ja, passt. Aber hattet ihr ein paar Umdrehungen intus? Also ich verstehe das jetzt wirklich nicht. Wir vergleichen hier Äpfel mit Birnen. Das geht gar nicht. Also vielleicht sind in die beiden Äpfel und Birnen auf jeden Fall drin. Aber mit alles machen wir mal kurz Atemübung. Spaß. Entspann dich. Nee, aber das geht wirklich nicht. Ich kann den jetzt schon wieder fast nicht wahrnehmen. Bei aller Liebe, also wenn es beim Delina noch vielleicht eine gewisse initiale Ähnlichkeit gab, ja, wie, keine Ahnung, 12-eiige Zwillinge, das fehlt mir jetzt hier wirklich. Das, was fehlt, ist das, was du beschrieben hast. Dieses wirklich frisch gepresste, fruchtige. Ja. Das haben wir hier nicht. Wir haben hier was fruchtig, Süßes, Quietschiges, aber dieses ganz frisch ausgepresste, wie vom Erba Pura, das fehlt einfach. Jetzt machen wir mal weiter mit Pegasus. Pegasus von Parfums de Marly. Jetzt gehen wir eher so in Alex Duftrichtung. Trage ich eher weniger, so ein Pegasus. Ja, aber so kannst du auch mal machen. Ein schöner Duft. Charakteristisch Pegasus. Für mich auf jeden Fall Lavendel. Ich mag einfach sehr, sehr gerne Lavendeldüfte. Hat angefangen mit Le Mal von Jean-Paul Gaultier. Immer noch ein wahnsinnig guter Duft. Dann Bittermandel. Das ist für mich so ein bisschen die Beschreibung von Pegasus, was bei mir in den Sinn kommt. Wie ist das bei dir? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung? Ja. Dann musst du dich jetzt auf mich verlassen. Ich glaube, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal den Pegasus gerochen habe. Von dem her ist es jetzt für mich so wirklich wie quasi Neuland, aber ist auch geil, weil ich habe den direkten Vergleich. Du sagst mal, du gibst als erstes Feedback, du riechst mal beide und gibst mal Feedback, okay? Ich riech mal noch nicht. Also hier ist das Dupe, du hast das Original. Krasser Duft auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ist nicht umsonst so beliebt. Hell für mich, leicht, aber trotzdem intensiv. Bittermandel riecht man auf jeden Fall raus, finde ich. Ich glaube leicht im Sinne von hell, oder dass du halt sagst, das ist es ist ein freundlicher heller Duft. Freundlicher Marly-Duft. Das ist eine Abwechslung mal. Und Lavendel riecht man auf jeden Fall raus, finde ich. Das ist doch jetzt mal spannend, oder? Also ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, das ist ein freundlicher Duft. Hä? Düfte haben Charakteristika. Vielleicht in Zukunft kann man sagen, der ist freundlich, der ist garstig, der ist aggressiv, wie die Lychee beim Dupe, beim Delina. Irgendwie so. Okay, also Original Pegasus, verinnerlicht. Was Holziges kommt mit rein. Jetzt bin ich gespannt. Sag mal, ist meine Nase kaputt? Also wir haben da auch was Helles und was Freundliches, aber da ist halt fast nichts da. Also im Gegensatz zu dir, ich glaube, mein Fehler ist, dass ich den Originalduft als erstes rieche. Beim nächsten rieche ich mal den Dupe als erstes. Ich muss sagen, wenn ich den Dupe rieche, ja, da ist auf jeden Fall eine Ähnlichkeit für mich wahrnehmbar. Es hat die Bittermandel, es hat den Lavendel. Ein bisschen verwaschen meiner Meinung nach. Gib mir mal das Original. Wenn man als erstes am Original riecht, dann ist halt, ich habe ein Problem hier auf diesem Duftstreifen was wahrzunehmen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bei den anderen war es nicht so, gell? Nicht so krass. Also das Original ist ein Kracher. Man hat hier eben diese sinnliche Lavendelnote, Bittermandel, Heliotrop, ein bisschen Bergamotte. Und das Original, das ist einfach nochmal viel facettenreicher als
Der Dupe. Bevor wir weitergehen. Alex hat vorhin was angeteasert. Schönes Gewinnspiel. Gewinnspiel, genau. Wir wissen natürlich, also viele von den Düften, die wir stehen haben, sind wirklich teuer, vor allem wenn man sie in Full Size kauft. Erstens, deswegen gibt es Parfori, deswegen gibt es uns. Ihr könnt bei uns jeden Duft in 8 Milliliter einfach testen. Ihr könnt entweder das einzeln kaufen oder ihr macht eine Mitgliedschaft. Da bekommt ihr jeden Monat ganz bequem einen neuen Duft oder auch mehrere eurer Wahl nach Hause geschickt und könnt es testen, damit ihr euch sicher sein könnt, wenn ihr eine Full Size kauft danach. Das ist einfach mal wichtig, weil ich verstehe schon, man will da nicht einfach mal so 300 Latschos auf den Tisch knallen. Muss man auch erstmal haben. Aber wir haben ein Gewinnspiel dabei. Genau, also erstmal, liebe Lisa, vielen Dank für diese nicht subtile Schleichwerbung. Eigentlich geht es ums Gewinnspiel. Was gibt es zu gewinnen? Wir möchten natürlich dir, sofern du die Düfte noch nicht kennst, möchten wir natürlich die Möglichkeit geben, einen dieser Düfte kennenzulernen. Schreib uns gerne in die Kommentare, welchen Duft du wahnsinnig gerne haben möchtest und den bekommst du dann auch von uns in der Probiergröße. 8 ml. Leider kann nicht jeder gewinnen, aber wir werden auf jeden Fall einen Glücklichen und eine Glückliche dann ziehen. Hey, wir verlosen 2 Ja, Düfte? wir machen jetzt einfach mal 2, genau. Okay. Ich finde das ganz schön. Okay, cool. Okay, die Bedingungen zum Gewinnspiel. Genau, die gibt's wo? Zeig ich heute die ganze Zeit. Wo gibt es die Bedingungen? Schnell. Unterm Video. Unterm in Video. der Description. Sehr gut. Weiter geht's. Layton, muss ich sagen, ist einer meiner. Du wolltest jetzt an dem Dupe zuerst riechen, oder? Ja. Okay, Ich sprühe für dich auf und dann. danke. Also, Dupe geht jetzt an Lisa. So. Layton trägst du ja sehr gerne. Layton Was macht trage ich sehr Layton für gerne. dich aus? So mal in 2 kurzen Sätzen. Layton ist für mich ein würzig, fruchtig, süßer, sehr maskuliner, dunkler, tiefer Duft, Okay, also der macht Monstersätze. der einen sehr, sehr speziellen, einzigartigen Duftcharakter hat. Punkt. Ja. Der jahrelang, meiner Meinung nach, wirklich sehr einzigartig war. Zumindest bei uns im Sortiment nichts Ähnliches, Vergleichbares gerochen. Das nächste Mal bekommst du Zeichen von. Nein, Punkt. Eine wahnsinnige Haltbarkeit. Also das hat natürlich Layton auch immer Ja, du musst dich schon an die Spielregeln halten. Ja. Also ich finde, man riecht was Lavendeliges raus, auch bei dem Dupe. Was leicht Frisches und was leicht Holziges. Okay. Aber dieses Holzige ist für mich ein bisschen kratzig. Gut, also ich weiß schon, wieso ich mich damals in Layton verliebt habe. Das ist einfach ein sehr, sehr schöner Duft. Jetzt bin ich gespannt. Lavendel trifft auf grüner Apfel. Ja, grüner Apfel habe ich da nicht rausgerochen. Nicht spoilern, ich muss doch selbst drauf kommen. Ich finde, der grüne Apfel kommt hier sehr, sehr synthetisch rüber. Finde ich beim Layton deutlich authentischer gelöst. Und mir kratzt der Original-Layton auch nicht so. Irgendwas, vielleicht ist es das Synthetische, was du gesagt hast. Der ist sehr kratzig und ich rieche halt absolut gar keine Tiefe. Also ich rieche keine Facetten. Für mich gibt es hier keine Duftentwicklung. Nee, Ja, nee. Die fehlt gänzlich. Ich glaube, das kann man auch so von dem, was wir bis jetzt gerochen haben, so ein bisschen zusammenfassend sagen. Ne? Diese Entwicklung, die eben, wie Alex es gesagt hat, hier Ja, mit die ist nicht größter existent. Liebe und Leidenschaft Ja. in die Düfte reingebracht wird, die gibt es dort nicht. Du sprühst auf und der Duft riecht und bleibt so. Der ist halt sehr, sehr linear, da passiert nichts. Vor einer Woche hatte ich da mit einem Parfümeur auch eine Diskussion zu diesem Thema. Ein Dupe, der tritt ja eigentlich dieses Parfümhandwerk mit Füßen. Es würde ja nie jemand irgendwas drüber sagen, wenn man sagt, okay gut, man hat jetzt irgendwie einen schönen Duft, der auch sehr erfolgreich ist, der von vielen gemocht wird und den nimmt man jetzt her und nimmt den als Inspirationsquelle. Klar, das Original, das kostet nun mal. Das ist aber überall so. Egal, ob man jetzt irgendwie eine Luxus-Handtaschenmarke nimmt oder Schuhe oder eine Uhrenmarke. Man zahlt natürlich irgendwo für die Marke. Man zahlt aber vor allem in die Arbeit, die auch da reingeflossen ist. Das ist ja immer das Schöne, ne? Wenn du irgendwas siehst, was gut gemacht ist, was schön ist, dann findest du gleich einen Zugang zu diesem Produkt. Das alles würdigt man natürlich nicht, indem man sagt, ah ja komm, ich hole mir jetzt irgendwie eine günstige, billige Kopie. Da würde ich lieber sagen, Freunde, es gibt andere Wege. Ja, klar, ihr könnt gerne bei uns die Düfte erleben. Das ist eine Möglichkeit sicherlich, aber das ist nicht die einzige. Ja, es gibt ja auch irgendwie Weihnachten, Ostern, Geburtstage. Es gibt Oma, Opa, Tante, Onkel, Verwandte aller Art. Ehepartner, Freundinnen, Freunde. Ja, wo man dann einfach sagen kann, hey, ja, das reicht nicht. Du merkst ja gerade, ich habe hier Also der Redebedarf. macht heute einfach so viele Kommas und keine Punkte. Was ich damit letztendlich sagen möchte, ist, wenn ihr der Typ seid und ihr sagt, hey, mir ist es wichtig, für mich
was ich trage und mit was ich mich identifiziere, dann macht euch die Mühe und holt euch, egal bei was, das Original. Wir kommen zu den letzten dreien und jetzt haben wir nochmal einen Kracher. Das Original, wahnsinnig geiler Duft. Keine Frage. Aber ich war echt selbst erstaunt, was für einen Erfolg der Duft letztendlich heute hat. Kannst du vielleicht mal sagen, um wen es geht? Es geht um Naxos von Xerjoff. Danke. Wir haben ja die Marke schon echt sehr lange im Sortiment. Und in den ersten Jahren war die Nachfrage noch gar nicht da, wo sie heute ist. Obwohl die Düfte und die Marke wahnsinnig schön sind. Vielleicht freut es mich umso mehr, dass jetzt die Marke die Aufmerksamkeit bekommt. Die sie genießt. ist auf jeden Fall gehypt. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Also ich habe das Dupe, du das Original. So Was ist willst du es. zuerst riechen? Ich nehme nochmal das Dupe. Du nimmst als das Dupe? erstes. Okay. Was erwartet uns? Naxos kennt man mittlerweile. Tabak, Honig, Zitrone. Sex. Okay. Der ist so sexy, der Duft. Ja, genau, das auch. Der ist mega sexy. Ich finde ihn so anziehend, diesen Duft. Okay, Lisa hat mich gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Gerne. Vielen Dank, ja. So kennt man den Duft und das macht den Duft auch so einzigartig. Vielleicht auch noch für mich persönlich so diese Cremigkeit, diese sehr harmonische Symbiose zwischen den verschiedenen Duftnoten. Ist für mich definitiv ein Duft, den kannst du das ganze Jahr übertragen. Der gefällt eigentlich durch die Bank weg immer. Jetzt riechen wir mal dran. Riech mal dran. Ich habe das Original, sieh das Dupe. Man kann Tabak erahnen bei mir. Wir haben was leicht Süßes mit drin, aber irgendwie, der hat einen nassen Touch. Also ich habe das Gefühl, hier ist ein bisschen so nasser Tabak mit drin. Also das Original riecht genauso, wie wir es beschrieben haben, meiner Meinung nach. Aber auch schlimm, wenn nicht. Das schlimm, wenn nicht, stimmt. So, jetzt du mal. Ah, das ist halt sehr viel feiner abgestimmter Tabak. Ja, Also das ist... weißt du, was ich meine mit diesem Nassen? Das ist Ja, so ja. sehr, also der Tabak ist sehr, sehr präsent im ersten Riechen bei dem Dupe, finde ich. Und ein bisschen stechend. Also da ist was Stechenderes, Süßes drin. Ich meine, auch hier haben wir natürlich was Süßes drin Ja, in dem Naxos. also aber für mich im Grunde absolut gleiches Thema, wie wenn jemand so die prägnantesten Duftnoten in so einen Topf geworfen hat, einmal dann irgendwie gut verrührt und dann bekommst du auf einen Schlag alles, ja, aber keine Tiefe. es ist einfach, es ist sehr, also was heißt sehr, aber es ist intensiv. Aber ich finde fast, dass es so ein bisschen überfordernd manchmal für die Nase ist, weil es dadurch einfach sehr stechend wird. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass jede Duftkomponente von Anfang an Vollgas gibt, Ja. das ist einfach schwierig für die Nase, das zu erfassen, ehrlich gesagt. Mir fehlt hier die Tiefe, mir fehlt die Komplexität. Und das erinnert mich gerade so ein bisschen an das Duftprofil von einem Deo, was irgendwie sehr stark überdeckend sein soll, aber im Grunde gar keine Komplexität, keine Tiefe hat, keine Facetten. Da haut dir kurz alles raus und dann ist schon wieder vorbei. Jetzt haben wir noch zwei. Oud for Greatness kommt als nächstes. Ich habe hier wieder den Dupe. Hattest du vorhin den Dupe oder das Original? Dupe, gell? Ich hatte Dupe. Komm, dann mach du mal Original. Ich mach Ja. Dupe. Riechen wir noch ein bisschen am Kaffee hier. Ist ja auch ein Duft, den du öfters trägst, oder? Oud for Greatness? Ja. Ja. Also trage ich auch gerne. Trage ich hier nicht so häufig. Wobei ehrlich gesagt weniger gerne im Sommer, aber Ja, das ist nur meine verstehe ich. persönliche Meinung. Ja, kann ich nachvollziehen. Der ist schon schwer, holzig, Sehr, würzig. sehr beißend. Der Dupe ist beißend. Ja, sehr beißend. Die Oud-Note ist für mich viel zu medizinisch. Ich bin noch nicht fertig. Ich sag auch nichts, ich will nur riechen. Viel zu medizinisch. Mir fehlen die Gewürze. Die Patchouli ist mich hier auch wieder viel zu penetrant. Huiuiui. Gewollt erdig, auch viel zu erdig. Boah, das ist. Darf ich das nur ist, das Original haben? Das ist beißend. Das ist so ein bisschen Putzmittel. Also mir tut es im Rachen ein bisschen weh, wenn ich dann rieche und ich will nicht übertreiben. Also mir geht es wirklich nicht darum, das Ja. mega schlecht zu machen, aber der ist, auch hier, der ist einfach nicht rund. Der ist nicht aufeinander abgestimmt, sondern da Nee, ist so ein nee. kratzig, Ja, beißendes absolut. Holz Und- drin. Und Wahnsinn. ich finde auch die Gewürze, Safran, Muskat, kommt hier gar nicht so wirklich durch. Aber man muss schon sagen, also es geht in eine Richtung von Oud for Greatness. Das muss man schon sagen. Ich sag mal so, das ist ja der Anspruch von Ja. all diesen Dupes hier. Ne? Und ich glaube, das ist auch das, was sie versuchen hinzubekommen, dass man beim ersten Riechen, dass es halt Klick macht und dass man sagt, ah ja, komm, da ist eine Ähnlichkeit da. Das ist meiner Meinung nach schon irgendwo der Fall, aber Also Leute, ich sag's jetzt mal, wie da hustet da alles ach, schon. muss ich kurz mal husten. Ja. Will mal kurz was trinken, bin gleich wieder da. Ich mache so lange weiter. Ich kann einfach nur eins dazu sagen. Falls du jemand bist, der gerne Tubes trägt oder das schon öfters ausprobiert hat,
dann entgeht dir wirklich was. Bis jetzt, ich meine, wir haben noch einen Duft, an dem wir dran riechen, kann man einfach nur sagen, dass dir was in der Duftentwicklung entgeht. That's what she said. Wirklich. Probier einen Originalduft mal aus. Und wenn du ihn ausprobiert hast, dann sag uns mal, ob du auch einen Unterschied feststellst. Es ist einfach, dir entgeht genau das, was Nischendüfte ausmacht. Diese Duftentwicklung, dieses Aroma, was sich da mit der Zeit entwickelt und das, was einen einfach umhaut und man sich denkt, krass, also was macht dieser Duft hier mit mir? Das ist ja das, was man eigentlich erleben möchte. Das hast du echt gut auf den Punkt gebracht. Also ich sehe das ähnlich. Wenn man irgendwie durch die Stadt läuft und dann kommt einem ein Mensch entgegen, du hast da so diese schöne Duftwolke um die Person herum und dann drehst du dich um und denkst dir, oh Gott, was war das? Um sowas zu schaffen, da reicht es halt nicht, dass man einfach nur einen intensiven Duft hat. Da geht es wirklich um die Facetten, da geht es um die gesamte Komposition, um die Entwicklung des Duftes. Das schaffen nicht alle, aber gerade in der Nische schaffen das sehr, sehr viele Düfte wahnsinnig gut. Wir geben eine letzte Chance. Eine letzte Chance. 40 Knots. 40 Knots. Ah, warte mal. So, du kriegst das Original. Ja, danke fürs Aufsprühen. Sehr gerne. Und ich schnapp mich hier mal das Dupe. Oh, das Original riecht einfach schon lecker. Ha. Ist auch so ein Duft, den ich gar nicht so mega auf dem Schirm habe. Du verpasst was. Ja, anscheinend schon. Aber er ist mir auch zu holzig. Also es wäre jetzt kein Duft, den ich selber tragen würde, der 40 Knots. Beim ersten Riechen, finde ich, schafft das Dupe auf jeden Fall eine gewisse Assoziation, eine gewisse Ähnlichkeit. Ich muss mal kurz, während du beschreibst, schon mal riechen. Mir fehlen auf jeden Fall die salzigen Noten im 40 Knots. Die kommen gar nicht rüber. Ja. Und wenn, dann sehr synthetisch. Ich finde auch hier, wir haben die holzigen Noten kommen auch nicht so gut durch, oder? Also ich finde schon, dass man holzige Noten wahrnimmt. Ich finde, das Problem ist hier wieder die Kombination mit dem Honig. Also auch hier fühlt sich der Duft für meine Nase sehr penetrant an. Das ist diese Holz-Honig-Kombination, die ich nicht so gerne mag, ehrlich gesagt. Mir fehlt die Entwicklung. Mir fehlt wirklich die Entwicklung des Duftes. Und klar, wir haben jetzt immer nur auf Blotter gesprüht. Ja, auf der Haut würden sich die Düfte sicherlich je nach Typ auch anders entwickeln. Aber da hast du wenigstens eine Entwicklung. Und die fehlt mir wirklich in Gänze. Ah, das ist einfach sehr schön. Also wirklich, das Original ist einfach sehr, sehr schön. Was ist das Fazit, dass du dich erstmal mit Düften einsprühst? Das Fazit ist auf jeden Fall, dass mir 40 Knots gefällt. Nee, Spaß beiseite, also gefällt mir wirklich. Der eine oder andere schafft es, beim ersten Riechen eine gewisse Assoziation hinzubekommen, eine gewisse Ähnlichkeit. Da macht es dann auch durchaus mal Klick, wo ich dann auch sage, ah ja, stimmt, da war was. Aber dennoch ist das absolut vermessen zu behaupten, dass man hier einen Duftzwilling bekommt. Also dass man wirklich etwas bekommt, was dem Original entspricht. Vergesst es. Niemals. Also bei keinem, zumindest von den Düften, die wir gerochen haben, stimmt das. Unabhängig davon, meine Meinung zu Dupes ist, ich finde, man riecht einfach raus, ob ein Duft gut gemacht ist. Und das sind sie meiner Meinung nach einfach nicht. Hast du gut zusammengefasst. Ich wusste, wenn ich dich als erstes reden lasse, dass ich nichts mehr dazu sagen muss. Super, dann kann Lisa in Zukunft allein wieder Videos machen. Nein. Ja, genau. Ihr mögt es doch auch, wenn Alex dabei ist. Bestärkt mich da drin. Ja, ich hoffe es zumindest. Uns würde auch natürlich deine Meinung interessieren. Absolut. Ne? Schreib uns doch mal in die Kommentare rein, was du so über Duftzwillinge, Dupes findest, was du davon hältst. Wir werden ja, und das haben wir ja auch explizit so gehalten, wir werden jetzt nicht verraten, woher wir die Dupes bestellt haben, aber da gibt es ja ganz, ganz viele Dupe-Anbieter da draußen. Wenn du mal möchtest, dass wir einen bestimmten ausprobieren, schreibt es uns einfach mal in die Kommentare. Da machen wir das Ganze auch sehr gerne. Wir schauen dann, was dort die Anbieter so im Sortiment haben und suchen dann irgendwas raus, was wir natürlich als Original auch da haben. Weil wir natürlich immer den Vergleich haben. Und ein letzter ganz großer Kritikpunkt. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, aber das möchte ich noch mal ganz kurz sagen. Bei den Werbungen, die oftmals Dupe-Anbieter ausspielen, mal ganz davon abgesehen, dass das markenrechtlich fragwürdig ist, in den meisten Fällen. Eine Sache finde ich aus Konsumentenperspektive echt schwierig. Und das ist, wenn man dann irgendwie vermeintlich objektive Straßenumfragen macht und dann aber gar nicht den Menschen die Möglichkeit gibt, das Original zu riechen und dann den Dupe. Und oftmals hat man dann eine Reaktion, wo es heißt, oh, wahnsinnig toller Duft. Aber mich würde es mal echt interessieren, wie viele von diesen Personen auch wirklich das Original gut kennen. Und wenn die das Original gut kennen, dann lade ich die Leute gerne herzlich zu uns mal ein. Dann können wir mal drüber philosophieren, ob wirklich das Dupe rankommt oder nicht. Das ist doch mal ein Wort. Das ist mal ein Wort, ja. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns aufs nächste Video, auch mit euch.
Und bis dahin alles, alles Gute. Alles Gute. Ciao, ciao. Ciao.